Mein Name ist Amir Assavi, ich bin privat praktizierender Zahnarzt in Cham. Ich arbeite seit 1,5 Jahren mit der Voss-Schiene und ich zeige Ihnen heute, wie ich die Anpassung der Voss-Schiene in einem schmalen Oberkiefer durchführe. Bei unserer jungen Patientin fällt auf, dass der Oberkieferzahnbogen zu schmal für die Standardschiene ist. Wenn wir die Schiene über die Frontzähne legen, sehen wir, dass im Bereich der Zweier die Schiene zu stark absteht. Wir müssen für die Unterfütterung eine bessere Primärpassung anfertigen, weshalb wir die Schiene umformen werden. Zu Beginn werden wir die palatinalen Extensionen mittels Seitenschneider entfernen. Hierzu soll man den Seitenschneider am Ansatz platzieren. Damit das Fragment nicht durch die Luft fliegt, empfehle ich eine Serviette zur Hand zu nehmen und das Fragment sicher abzutrennen. Die scharfen Kanten können rotierend problemlos entfernt werden, um die Passung noch etwas zu optimieren. Bereits jetzt fällt auf, wie die Schiene durch das Entfernen der palatinalen Extensionen deutlich besser passt. Als nächsten Schritt werden wir die Schiene im bukalen Bereich etwas anbiegen, was wir mit Erwärmen der Schiene durchführen müssen. Die distalen Kanten stören in diesem Fall, weshalb wir sie etwas kürzen. Dies geht ebenfalls hervorragend mittels Seitenschneider. Die Schiene besteht aus Polyester-Copolymer und lässt sich hervorragend mittels eines handelsüblichen Gasbrenners erwärmen. Der Schmelzpunkt ist ungefähr bei 84 Grad Celsius, was wir mit dem Gasbrenner versuchen zu erreichen. Wichtig ist, die Schiene nicht punktuell zu erhitzen, sondern mit stetiger Bewegung der Flamme langsam anzuwärmen. Es empfiehlt sich, die Seiten separat anzubiegen. Um die Schiene anzubiegen, empfiehlt sich ein normales Wachsmesser zu verwenden. Wir können hierbei die Schiene sehr, sehr genau an bestimmten Orten anbiegen. Alternativ lässt sich die Schiene auch etwas einfacher mittels Heißluftföhn erwärmen und verformen. Hierzu wird der Föhn ca. in einem Abstand von 1 cm über die Schiene geführt. Die Gefahr, die Schiene hierbei zu stark zu erhitzen, ist wesentlich geringer als mittels Flamme. Vor der definitiven Unterfütterung kontrollieren wir noch einmal die Schiene. Die Schiene passt nun optimal über die Zähne und wackelt nicht. Zubeißen. Ebenfalls kontrollieren wir noch einmal die vertikale Dimension und lassen die Patientin auf beide Seiten eine Laterotrusion durchführen. Mehr Informationen auf voss.dental